Das Kind der Sterne ohne Licht, der Sichelmond hängt im Gesicht. Ihr Herz aus Stern schweigt in die Zeit, so segelt er zur Einsamkeit. Herz aus Stern, ein Roman von Nino Kerl. Für M und R. Ihre Haut war so weiß wie der Winter, ihre Haare schimmerten golden, als wären sie aus Sonnenlicht geflochten. Traurig schloss sie die Augen, um zu schlafen, vielleicht für immer. Selbst die Sterne wussten nicht, ob ihre Königin je wieder erwachen würde, und weinten ein leises Lied in die Ewigkeit des Universums. Strophe 1. Das Lied einer Reise. 1. In letzter Zeit warfen nur wenige Sterne ihr Licht in die Nacht. Meistens blieb es beinahe stockdunkel. Auch an diesem Abend hatte die Dämmerung lediglich eine Handvoll funkelnde Knöpfe an den Himmel genäht, der wie ein riesiges schwarzes Tuch aussah, mit dem sich der Tag zugedeckt hatte. Sue tat es ihm gleich und zog ihre Decke bis unter die zierliche Nasenspitze hoch. Traurig blickte sie aus dem Fenster in die erloschene Glut des Tages. Das Mädchen mochte die Dunkelheit nicht, mochte es nicht, wenn plötzlich alle Farben verschwanden, wenn das Grün aus dem Gras und das Blau aus dem Himmel glitt und die Nacht wie schwarze Tinte in die Welt floss. Damit es nicht gar so finster war, kam beim Zubettgehen stets ihr Nachtlicht zum Einsatz. Eine kleine Lampe, die wie ein fröhliches Gespenst aussah. Buhu, so hatte Sue ihren tüchtigen Freund getauft. Auch in seiner heutigen Spätschicht konnte der goldige Plastikgeist ein bisschen Licht spenden, aber leider keinen Trost. Sue war fürchterlich traurig. Ihre Mutter hatte sich beim gemeinsamen Abendessen mal wieder lieber mit dem Handy als mit ihrem Sprössling beschäftigt. Sie hielt es für wichtiger, irgendwelche Fotos im Internet zu liken, zu kommentieren oder zu teilen, als mit ihrer kleinen Tochter zu reden. Oder ihr zumindest zuzuhören, wenn sie ganz stolz von ihren aufregenden Erlebnissen erzählte. Von ihrer neuen Sitznachbarin in der Schule zum Beispiel, die gerade aus Japan nach Deutschland gezogen war und unzählige bunte Anhänger an ihrem Schulranzen trug. Oder davon, dass sie im Sportunterricht beinahe 2,5 Meter weit gesprungen war. Eine wirklich beträchtliche Leistung für eine Erstklässlerin. Doch die alltäglichen Abenteuer ihres heranwachsenden Mädchens hatten die alleinerziehende Mutter offenbar auch an diesem Abend nicht sonderlich interessiert. Sue hatte beim leckeren Thunfisch-Sandwich, auf das sie sich eigentlich so gefreut hatte, beim Essen genauso wenig Beachtung geschenkt wie ihre Mutter der Geschichte vom bemerkenswerten Weitsprungrekord. Also war das üppig belegte Brot, mit extra viel Thunfisch und Käse, vorerst im Kühlschrank gelandet. Mit hängendem Kopf und feuchten Augen war Sue nach dem Abendessen auf ihr Zimmer getrottet. Nachdem das Mädchen den kleinen Sternenanhänger, ein Geschenk ihrer neuen Klassenkameraden und Freundin, mit einem gequälten Lächeln an ihrem Rucksack befestigt hatte, löschte es das Licht, um sich unter der Decke zu verkriechen. Lustige Roboter waren draufgestickt, die wie lebendige Radiowecker aussahen. Dann erklärte Sue dem kleinen Buhu im Flüsterton von ihrem spannenden Tag. Er war ein wirklich toller Zuhörer. Stets gebannt und aufmerksam hing er an den Lippen der Erzählerin. Manchmal stellte sie sich vor, wie er antworten würde und dabei jeden Satz mit einem langgezogenen beendete. Bei dem Gedanken musste sie eigentlich stets schmunzeln. An diesem Abend jedoch regneten immer wieder kleine Trauertropfen von ihrem Gesicht. Tränen, die im schwachen Schein der Sterne wie Edelsteine glitzerten. Kurze Zeit später schlief Sue leise schluchzend ein.